Die Spiel 22 nimmt so langsam Form an und wir haben ja versprochen, dass wir euch hier auf dem Kanal mal abholen und sagen, was sind denn die News? Und erste News haben wir jetzt, wir sind also völlig in einem kreativen Schaffensprozess, aber es gibt auch schon sehr, sehr coole Meldungen und da muss ich mich natürlich zurücklehnen, weil, wie ihr mitgekriegt habt, ich arbeite mich hier erstmal ein. Das geballte Wissen hat natürlich Dominik Metzler, ich bin Simon, falls ihr es nicht wisst, ihr seid auf dem Spiel Messe-Kanal und wenn ihr nichts verpassen wollt, lasst ein Abo da. So, ich lehne mich zurück und stelle einfach mal die Fragen. Spiel 22. Kannst du uns schon so die ersten Einblicke geben? Wie ist der Planungsstand? Ja, also die ersten Einblicke natürlich schon. Wir haben angefangen am 18. Januar die Unterlagen für die Aussteller zu versenden und waren richtig geplättet, wie viel Feedback wir bekommen haben. Also es ist wirklich so, dass es im Moment aussieht, dass die Spiel deutlich größer wird und auch noch mal ein bisschen umstrukturiert werden muss, weil es einfach so ist, dass nicht mehr alle in die gewohnte Halle, in der sie sich vielleicht immer befunden haben, reingehen werden. Also es wird eine leichte Umstrukturierung geben. Wir sehen sehr, sehr viele Aussteller, die Art 1 neu dazukommen, aber auch Aussteller, die im letzten Jahr gefehlt haben, wie viele Amerikaner, die 2019 dabei waren, dann 2021 nicht, die jetzt wiederkommen werden und insgesamt kann man nur sagen, es sieht im Moment super gut aus. Also die Spiel wird auf jeden Fall wachsen. Ja, das ist so der eine Punkt. Das ist der eine Punkt. Ja, also erstmal, mein Herz klopft ja so ein bisschen wie bei euch. Ich komme ja als Brettspielbegeisterter hier rein und für mich ist das ja alles hier überwältigend. Und wenn ich höre, dass wir eben nach der Spiel 2021 jetzt schon so gute Anmeldungszahlen haben und dass jetzt wirklich alles erstmal gut aussieht, ist alles mit Vorsicht zu genießen. Wir sind ganz früh im Jahr, aber da klopft mein Herz höher, weil da freue ich mich drauf. Und mich interessiert dann natürlich auch, was sind denn auch für Events und Veranstaltungen wieder geplant, weil wir müssen ja wieder Step by Step auch eben durch die schwierige Zeit mit den richtigen Veranstaltungen vom auf dem Messegelände starten. Ja, das stimmt. Also es war ja so, dass wir 2019 eine ganze Menge Veranstaltungen rund um die Spiele hatten, die dann 2021 aufgrund der Pandemie, weil sie einfach sehr schlecht zu planen waren, gar nicht stattgefunden haben. Und dieses Jahr wollen wir in jeder Hinsicht wieder mehr in Richtung Back to the Roots. Und das aber dann zum Teil auch ausbauen. Also was im Moment schon feststeht, dass wir wieder einen Educators Day haben werden. Und zwar dieses Jahr am Freitag. Das wird dann auf der einen Seite so aussehen, dass es eine ganze Menge Panels und Vorträge aus diesem Bereich, Spielen in der Schule oder vielleicht auch in medizinischen Einrichtungen oder auch in Unternehmen, ja, die sich damit beschäftigen. Das Besondere wird aber sein, und das wissen selbst die Aussteller noch nicht genau, da müssen wir jetzt erstmal die Unterlagen fertig machen und rausschreiben. Wir werden dann den Ausstellern auch nochmal die Möglichkeit geben, interessante Spiele, also die für diesen Bereich in der Schule und ähnlichen Einrichtungen interessant sein könnten, in einem geschützten, nenne ich es mal, Umfeld, und das wird einer der großen Räume sein, die wir haben, diese Spiele dort an Tischen nochmal den Pädagogen an diesem Tag vorzustellen. Ansonsten wird es so sein, dass Pädagogen, die an diesem Tag kommen, dann auch nochmal Zutritt zur Neuheitenschau haben, wenn sie sich bei uns vorher am Stand des Friedhelm-Merz-Verlages in Halle 3 halt akkreditiert haben. Das dürfte auch für viele interessant sein. Ja, also wie gesagt, da planen wir schon, und die ersten 2 Vorträge sind auch jetzt schon fix. Insgesamt werden es wahrscheinlich 8 sein, und ich gehe auch davon aus, dass die Aussteller da kräftig zuschlagen werden und sagen, wir wollen diese Tische in diesen Räumen, die wir dann zur Verfügung stellen, buchen, zumal wir jetzt schon sehen, dass erstmalig sehr, sehr viele Lernspielverlage, die früher noch gar nicht ausgestellt haben, aufgrund des Educators Day jetzt erstmalig mit dabei sein werden. Also das ist relativ spannend. Das klingt schon mal gut. Jetzt kann ich natürlich auch aus der Content-Creator-Sicht fragen, wie sieht es denn da aus, wenn da Leute Bock haben, was zu machen? Für euch? Genau. Oh Gott, da denke ich ja schon so lange drüber nach. Und wir hatten 2019 angefangen, dieses Meet and Play zu machen. Ja. Das sah ja dann auch so aus, dass wir oben einen großen Raum zur Verfügung gestellt hatten. Die Content Creator konnten sich dafür anmelden und konnten dann dort auf der einen Seite ihre Community treffen, auf der anderen Seite aber natürlich auch andere Content Kreatoren. Das war dann allerdings so, dass es 2019 relativ national war. Also es waren nur ganz wenige internationale dabei, das wollen wir ändern. Also wir werden euch zeitgleich, euch in dem Fall jetzt allen YouTubern, Bloggern etc., sehr zeitnah eine Mail schicken, in der ihr euch für dieses Meet and Play anmelden könnt. Und das wird halt auch, wie gesagt, dann an die internationalen
Content-Kreatoren gehen. Dann werden wir aber noch was anderes machen. Und zwar werden wir an diesem Tag einen Raum zur Verfügung stellen, der in etwa, ich sag mal so 120 Personen fassen wird. Und da können sich dann YouTuber etc. bei uns bewerben, wenn sie ihre Community in einem geschützten Rahmen nochmal ganz separat treffen wollen und vielleicht mit denen irgendwas machen wollen. Also es kann ja sein, die wollen mit euch spielen, oder es kann sein, sie wollen, wie ähnlich The Dice Tower, die das seit Jahren machen, einfach nur eine große Show abziehen. Da werden die Unterlagen dann auch relativ zügig rausgehen. Und für alle, die jetzt zuhören und jetzt nicht Besucher sind, sondern eher die andere Seite betreffen, würde ich sagen, wenn ihr Bock darauf habt, dann meldet euch möglichst früh bei uns. Weil natürlich sind auch bei uns dann irgendwann die Kapazitäten begrenzt. Und wenn ihr wirklich dabei sein wollt, wirklich was machen wollt, dann reagiert relativ schnell, sobald ihr die Mail bekommen habt. Das ist eigentlich jetzt so das, was wir gerade sagen können. Ganz wichtig ist, dass wir auch sagen, wir machen euch jetzt hier so einen groben Überblick, was angedacht ist. Und auch wenn wir jetzt so einen kleinen Aufruf machen, Content Creator, werdet schon mal kreativ, worauf ihr vielleicht Lust habt, was ihr euch vorstellen könnt. Wichtig ist, wenn die Sachen bei uns spruchreif sind, dann machen wir nochmal ein Video dazu. Also schaltet einfach immer wieder ein und dann können wir auch genau sagen, so ist der Plan, wir sind gerade noch im Schaffungsprozess, aber es schadet ja nicht, wenn ihr schon mal sagt, oh, ich habe eine coole Idee, dann gebt uns die gerne mit. Aber wenn es spruchreif ist und wir wissen ganz genau, wie der Fahrplan ist, dann wird es hier definitiv dazu auch ein Video geben. Und eine Sache, ganz wichtig, ich glaube, für uns war das klar, aber damit auch da draußen alle beruhigt sind. Es gibt ja so eine kleine Umstellung. Und jetzt muss ich ja fragen, Messe Essen, das ist safe, ne? Wir sind in Essen, so, ja. Das wollte ich doch nur hören. Ja, aber natürlich. Falls irgendwo Fragezeichen da draußen waren, das Thema Essen, unsere Heimat, ne? Ja, das bleibt natürlich auch so. Ich habe das ja auch schon in anderen Kanälen ein paar Mal gesagt. Ja. An der Spiel wird sich aufgrund des Verkaufs jetzt an die Spielwarenmesse natürlich erstmal gar nichts ändern. Ja? Ihr werdet ein Spiel sehen wie immer, und die Spiel ist auch über die letzten Jahre, selbst durch die Pandemie hindurch, sehr, sehr erfolgreich gewesen. Das wird man nicht ändern, ganz im Gegenteil. Wir werden das, was wir haben, halt weiter ausbauen und noch ein bisschen mehr Erlebnischarakter schaffen, als wir das 2021 in der Lage waren zu tun. Auf der anderen Seite, alle, die dort waren, die wissen, es war eine fantastisch schöne Veranstaltung. Es war eigentlich eine Veranstaltung wie immer. Wir hatten auch viel Glück, das muss man auch ein bisschen sagen. Gehört dazu. Die Spiel war natürlich kleiner, aber sie hat sich halt nicht klein angefühlt. Sie war immer noch sehr groß, sie war immer noch international. Die Leute, die da waren, haben total Bock auf diese Messe gehabt. Und das betraf sowohl die Besucher, die einfach alle klasse waren, das muss man auch sagen. Sie haben sich alle, oder ihr habt euch alle an die Maskenpflicht gehalten, und es war einfach irgendwie ein ganz tolles Happening, nach all der Zeit ja sowieso. Aber die Aussteller waren halt auch total geplättet und sehr zufrieden, einfach weil sie gute Umsätze gemacht haben. Das muss man ja nun auch mal sehen, das ist natürlich auch wichtig für so einen Aussteller. Also alle haben, irgendein Aussteller sagte zu mir, als ich über den Gang lief, englischsprachig, sagte zu mir, wir konnten das im Vorfeld, konnten wir uns das nicht vorstellen, aber du hast abgeliefert. Ja, ich meine, also die waren zufrieden. Und insofern sind wir jetzt ganz glücklich. Wir gehen natürlich auch davon aus, dass die Spiel, wir wissen noch nicht genau, wie sie natürlich aussehen wird dieses Jahr. Niemand weiß, was im Oktober sein wird, aber erstmal gehen wir jetzt davon aus, dass es ja schon Lockerungen wahrscheinlich gibt, und selbst wenn es nicht alles gelockert wird, dann haben wir wahrscheinlich eine ähnliche Veranstaltung im schlimmsten Fall wie letztes Jahr. Und wie gesagt, die war ja geil. Also insofern alles wunderbar. Wir freuen uns halt riesig drauf, und ich glaube, ihr euch auch. Da schließe ich mich an, und ihr merkt schon, wir plaudern hier immer so ein bisschen aus dem Nähkästchen, lohnt sich also weiter einzuschalten. Und das war jetzt nur das erste Newsformat, das wollen wir fortsetzen, dass wir euch immer wieder mit Infos füttern, die wir eben auch schon rausgeben können, die auch schon in einer gewissen Weise spruchreif sind. Also bleibt einfach dran, damit ihr hier nichts verpasst, und ja, wir hoffen, dass euch das gefällt, dass wir hier Gas geben, und schaltet im nächsten Video wieder ein. Bis dann, ciao! Ciao!